Hallo, heute möchte ich über etwas reden, was man, ich nenne es Fallenstellerzüge nennt. Man könnte natürlich auch sagen, man legt einen Köder aus oder versucht es englischsprachig mit einem Bait. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man Züge spielt, die für sich genommen nicht gut sind, aber wenn der Gegner ganz schlecht darauf reagiert, führen sie zu einem großen Gewinn. Dieses Phänomen habe ich im Online-Schach öfters beobachtet und es ist mir die Tage auch in meinem eigenen Stream passiert und das möchte ich demonstrieren. In dieser Stellung führe ich die schwarzen Steine. Der Weiße hat sich gegen mich ganz gut aufgebaut und zieht jetzt in dieser Stellung für mich überraschend Läufer E4. Jetzt denkt man im ersten Moment, der Bauer kann doch den Läufer nehmen. Das wäre natürlich nicht so gut, weil das ist die Falle. Die Idee besteht nämlich darin, dass man den Läufer nimmt und jetzt wird die Diagonale für die Dame frei. Und dann geht die Dame schlägt F7. Der König muss rüber und dann kommt Springer E6. Das ist sehr unangenehm, es greift die Dame an und es droht Matt auf G7. Jetzt könnte man natürlich im ersten Moment denken, das ist eine prima Idee. Ich habe übrigens nicht Bauer schlägt E4 gespielt. Aber schauen wir uns das nochmal an. Also der Bauer schlägt nicht auf E4. Okay. Nur, was hat Weiß dann eigentlich für seine eigene Stellung getan? Der Läufer wird wahrscheinlich nicht dauerhaft auf E4 stehen bleiben und der Weiße hat nicht seine Stellung irgendwie verbessert, sondern nur eine Falle gestellt. Und wenn jetzt der schwarze Spieler, in dem Fall ich, die Falle einfach ignoriert, wie geht's dann weiter? Zum Beispiel spielen wir einfach den stabilen Zug E6. Der liegt auch nahe. Es deckt den Bauer auf D5, was längerfristig sowieso gut wäre. Es deckt auch das Feld F5 ab, falls Weiß zum Beispiel F4 spielen möchte. Und außerdem verschließt es die Diagonale für die Dame. Das heißt, die Drohung, Dame schlägt F7, ist in dem Moment gar nicht mehr existent. So, und die Frage ist, wie reagiert der Weiße darauf? Der Läufer kann da nicht stehen bleiben. Der Läufer steht auf F3 nicht besser. Also wahrscheinlich einer der besseren Züge, dass Weiß den Läufer zurückzieht. Nach D3. Man könnte natürlich auch darüber diskutieren, ob man den Läufer auch nach C2 ziehen kann, aber... Und jetzt haben wir die Situation, dass Schwarz nochmal dran ist und Dame F6 spielt. Und greift dann die beiden Bauern an, auf D4 und auf F4. Und im Grunde genommen hat Weiß jetzt gar nichts erreicht. Also die Stellung ist für den Weißen genauso, nur mit dem Unterschied, dass Schwarz in der Zwischenzeit 2 Züge gemacht hat. Nämlich E6, um seine Bauernstruktur zu stabilisieren, und Dame F6, um seine Dame zu entwickeln und weiter anzugreifen. Das heißt, im Nachhinein gesehen war der Fallenstellerzug einfach nur schlecht. Aber was hätte Weiß stattdessen spielen können? Klar, der Bauer auf D4 hängt. Es gibt aber noch eine andere Methode, sagen wir mal so, indirekt Fallen zu stellen, aber damit seine Stellung zu verbessern. Ich würde das normalerweise taktisch absichern nennen. Das heißt, man muss hier keinen passiven Zug machen, wie Springer F3, der auch funktionieren würde, sondern man entwickelt einfach seinen Turm. In dem Fall den Turm von A nach D1. Und jetzt ist es so, dass der Schwarze gar nicht auf D4 nehmen kann, weil dann käme Läufer B5 und das greift den Turm an und den Läufer. Das heißt, anstatt mit Läufer D4 eine, sagen wir mal so, seltsame Falle zu stellen und sich dann damit angreifbar zu machen, die wohlgemerkt nur dann funktioniert, wenn der Gegner, das einfach komplett übersieht, kann man zum Beispiel mit dem Turm nach D1 ziehen, verbessert damit die eigene Stellung, entwickelt eine Figur und es gibt immer noch die Möglichkeit für den Gegner Fehler zu machen. Daher achtet immer darauf, dass ihr erstmal eure Stellung verbessert, wenn ihr aktiv spielen könnt und das sozusagen taktisch absichern könnt, dann ist das auch prima, aber macht keine Züge, die nur dann gut sind, wenn der Gegner
bisschen dämlich spielt oder was übersieht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.